spontan Urlaub genommen und vorher das Wetter nicht gecheckt. Schaut euch am besten das Video an, um zu sehen, wie das Ganze zu Ende geht. Wir sind in Salzburg gestartet, zum Wolfgangsee gefahren, die Postalmstraße hinauf und wieder herunter und haben in Flachau geschlafen. Am zweiten Tag radelten wir über Obertauern und den Schönfeldsattel zum Millstätter See. Und von dort aus ging es an unserem dritten Tag durch das Mölltal in Richtung Großglockner. Oben auf der Großglockner Hochalpenstraße angekommen. Na, seht am besten selbst. Guten Morgen, wir sind mal wieder unterwegs. Wir sind gerade in Salzburg gestartet. Das ist das Panorama, was wir da hinten haben. Wir fahren allerdings in diese Richtung. Ja, wir haben so einen kleinen 5 Tage Bikepacking-Trip geplant auf der Straße und mal sehen, wo es uns hin verschlägt. Wir haben die ersten 2 Tage jetzt fix geplant. Es geht heute erstmal über den Wolfgangsee nach Flachau und dann weiter nach Kärnten morgen. Und dann werden wir das Wetter abhängig machen. Eigentlich haben wir nur Sonne gebucht, aber das Tief Manfred und das Tief Nick, die machen uns da wohl einen Strich durch die Rechnung und es soll sehr viel regnen und kalt werden. Das heißt, wir haben unsere Wintersachen dabei. Und wir fahren jetzt erstmal auf altbekannten Wegen Richtung Wolfgangsee und hören uns dann später wieder. Unsere Bikepacking-Taschen hatten wir vollgepackt mit Regenkleidung und jeder Menge warmer Klamotten. Denn obwohl wir schönes Wetter bestellt hatten, war so ziemlich mieses Wetter angesagt. Und wir wollten natürlich vorbereitet sein, um unsere Tour trotzdem unbeschadet zu überstehen. Erstmal genießen wir aber die Zeit, in der die Sonne noch scheint. Nach der kurzen Pause geht es weiter in Richtung Wolfgangsee. Wir entscheiden uns, unsere Mittagspause vorzuziehen und nicht erst nach dem Anstieg der Postalmstraße einzukehren, denn gleich soll es anfangen zu regnen und wenn wir vorher essen, sind wir beim Essen trocken. So, wir haben gerade was gegessen. Für jeden eine halbe Pizza, Kuchen, Kaffee und eine Cola. Leider hat uns in der Zeit der Regen erwischt, aber das war angesagt. Wir haben jetzt gerade so eine Regenpause abgewartet, um loszufahren. Mal sehen, wie es jetzt gleich weitergeht. Auf jeden Fall fahren wir jetzt die Postalmstraße, sind da gerade durch unter dem Startbogen und ich glaube, das geht 13 Kilometer bergauf bis auf 1300 Meter. Der Regen tropfte, die Straßen waren nass und die Sicht wurde immer schlechter, aber der Nebel sorgte für eine unvergessliche Stimmung. Irgendwann fuhren wir wieder raus aus dem Nebel. Wir waren über den Wolken. Naja, nicht ganz. Das hieß aber auch, dass bald die Abfahrt kommen würde. Davor hatte ich schon etwas Respekt, denn ich befürchtete, dass das gut kalt werden könnte. Wie schöner die Seite hier. Ja. Bei der Abfahrt gerade wurde es richtig kalt. Außerdem ist das Wasser durch die Überschuhe gekommen. Jetzt habe ich ungefähr einen See in jedem Schuh und zittere etwas. Aber von jetzt an geht es, glaube ich, nur noch leicht bergauf. Also könnte es ja vielleicht wieder warm werden. Wir hatten befürchtet, dass wir einen riesen Umweg fahren müssten, Na, was sagst du? weil die Straße gesperrt war. Aber zum Glück war die Brücke schon fertig gebaut und wir kamen rüber. Ah ja, Schwein gehabt. Bester Asphalt.
bis dahin. Scheiße. Fast geschafft, nur noch ein paar Kilometer rollen. Dann würden wir uns ein Restaurant suchen, was essen, uns aufwärmen, bis wir zu unserem Warm Showers Gastgeber kommen können. So, wir packen gerade hier unser Zeug zusammen. Ja, es regnet schon ein bisschen und wir sind hoch motiviert, jetzt gleich loszufahren. Optimal, erstmal 2 Minuten Pause an der Ampel. Tag 2 führt uns als erstes in Richtung Obertauern. Es regnete und regnete. Ah, alles fit. Das war eindeutig ein Daumen nach oben. Und es regnete. Yippie. Außerdem hatten wir ziemlich schnell Hunger, sodass wir oben angekommen uns erstmal etwas zu essen suchten. Kakao, Tee, Germknödel, Kaffee, belegtes Brötchen, Kuchen. Na, wir verbrachten hier vielleicht so 2 Stunden. Wir wollten nämlich nicht wieder raus in die Kälte und in den Regen und bergab fahren und frieren. Jedenfalls ging es danach weiter im Regen bergab. Und dann passierte das. Die Sonne kam raus. Krass, ey. Sonne! Sonne! Wir haben gerade die Challenge am Laufen. Wie oft kann man in 10 Minuten ungefähr anhalten? Einmal pullern und ausziehen, dann Sonnencreme und jetzt noch mal ein bisschen mehr ausziehen. Mal sehen, wann wir uns dann wieder die Regensachen anziehen, weil dort sieht es schon relativ dunkel aus und das kommt wahrscheinlich auf uns zu. Unsere Tour führte uns weiter auf wunderschönen kleinen Sträßchen entlang. Wir genossen die Aussichten und die Wärme der Sonnenstrahlen auf der Haut. Die letzte Abfahrt für heute. Nick ist extra ein bisschen hinter mir geblieben, damit ich auch mit auf dem Video drauf bin. Aber dann zog er natürlich vorbei und ist davon gedüst. Diese Nacht können wir bei einer Freundin von Nick übernachten. Aber erstmal suchen wir uns noch was zu essen und fahren dazu einen Umweg nach Spital an der Drau. Mit vollen Bäuchen und bei einsetzender Dämmerung geht's nun am Millstätter See vorbei bis zu unserem Schlafort. Ach ja, wir wissen übrigens immer noch nicht, wie unser morgiger Tag aussehen wird.
Fahren wir zum Großglockner, machen wir Schnee, fahren wir mit dem Zug zurück, fahren wir weiter nach Süden. Es gibt viele Möglichkeiten, aber die Zeit ist ziemlich knapp. Deswegen, naja, wir entscheiden das morgen früh. Gute Nacht. Wenn Sandra Rennradrouten plant. So, guten Morgen vom Millstätter See da unten. Wir sind gerade gestartet, ein bisschen später als sonst, sehr viel später. Ich glaube, wir haben es 10:30, 11 und haben jetzt hier so einen Gravelweg erwischt, weil wir noch ein paar extra Höhenmeter machen wollten. Und ja, wir fahren jetzt erstmal ein Stück das Drautal hoch und dann gleich in das Mölltal. Und an sich soll es heute Richtung Großglockner gehen. Oben ist eventuell Schnee gemeldet. Wir haben uns jetzt trotzdem dafür entschieden. Und ja, wir sind gespannt, wie das so wird, ob wir es schaffen. Wir haben danach ein Hotel gebucht über booking.com und mal sehen. Erste kurze Essenspause nach wie viel? 20 Kilometern. Und Tasche zumachen. Naja, schieben wir es auf den Vorführeffekt. Es war schön warm und die Sonne schien. Und wir schauten optimistisch auf das, was uns noch erwarten würde. Aber auch mit ganz schön viel Respekt. Und da sahen wir sie auch schon, diese Regenwand. Bis nach Winklern, wo wir eine Pause machen wollten, um zu essen, waren es nur noch wenige Kilometer. Aber wir entschieden uns in Anbetracht der Lage dennoch anzuhalten an dieser Hütte da, um uns unsere Regensachen anzuziehen. Und der Zwischenstopp hat sich wirklich gelohnt. Wir wären sonst klitt nass geworden. Ciao! Nach einer Pause mit Sandwiches, Kaffee, Cola und Apfelstrudel ging es weiter. Bei der Maut-Station mussten wir ewig warten, denn sie war eigentlich den ganzen Tag gesperrt für Fahrräder und Motorräder. Und als wir ankamen, durften nicht einmal Autos passieren, denn oben lag Schnee. Und bevor der nicht weggeräumt war, durfte niemand hoch. Wir versuchten, unser Hotel zu stornieren, ging nicht. Also sprachen wir mit der Frau an der Mautstation. Und nach einigem Hin und Her organisierte sie für uns, dass möglicherweise jemand von oben uns mit nach unten nehmen könnte. Wir durften also weiter und wir waren natürlich gespannt auf den Schnee oben und auch, ob uns wirklich jemand mit runternehmen könnte. Erstmal war wieder höchste Zeit für Regenklamotten. Bei diesem Filmschnipsel zeigte mir meine GoPro an, dass der Akku schwach war, bei 30%. Aber es war wohl so kalt, dass sie dann einfach ausging. Von jetzt an gibt es also nur noch Videos von Nick, also mit seiner Kamera.
festhalten. It's a beautiful journey. Yes. Immerhin schneit es noch nicht. Aber es ist kalt und nass. Und Schnee ist oben. Du hast +1. Kann ja nicht wahr sein. Ja. Die Abfahrt zwischen Hochtor und Fuschertörl kannten wir schon aus dem letzten Jahr. Und im vergangenen Jahr war sie schon kalt. Aber das war nicht zu vergleichen mit diesem Jahr. Mit den Fingern konnten wir die Bremsen kaum noch greifen, geschweige denn bedienen. Wir mussten die ganze Hand dazu einsetzen. Die Füße fühlten sich ebenfalls an wie ein Eisklotz und die kalte Luft schmerzte im Gesicht. Während der Abfahrt dachte ich nahezu ununterbrochen daran, ob denn oben wirklich jemand da sein würde, der uns mitnehmen könnte nach unten. Denn Ja, ich sehe es. ich wusste beim besten Willen nicht, wie wir sonst von da oben wieder runterkommen sollten. Radfahrend und jede Minute anhalten, um irgendwie die Hände und Füße wieder warm zu kriegen? Naja, kaum möglich irgendwie. Zu Fuß, das würde irgendwie ewig dauern. Also hoffte ich wirklich darauf, dass wir mit dem Auto mitgenommen werden würden. Am Fuschertörl angekommen, durften wir direkt in ein Auto steigen, die Fahrräder hinten rein und dann warteten wir noch bis Schichtende sozusagen und dann ging es ab nach unten. Mein Lifehack von dieser Fahrt: Eine Rettungsdecke ist flexibel einsetzbar. Am nächsten Morgen regnete es immer noch und ich hatte echt keinen Bock mehr. Also, ich fahre mit dem Zug nach Hause. Mir egal, was du machst. Kannst mitkommen oder mit dem Rad fahren. Und so entschieden wir uns, gemeinsam den Zug zu nehmen. Wenn man es sieht.